Bereit, endlich angstfrei Deutsch zu sprechen? Dann bist du hier bei Deutsch ohne Angst goldrichtig. Es gibt 5 Dinge, die du über das Deutschlernen glaubst, die einfach nicht wahr sind. Und das Gefährliche daran ist, diese Lügen fühlen sich nicht wie Lügen an. Sie fühlen sich an wie gesunder Menschenverstand. Du hast sie wahrscheinlich schon 100-mal gehört. Vielleicht sogar von Lehrern, von Freunden, von deinem eigenen inneren Kritiker. Und jede einzelne dieser 5 Überzeugungen hat schon Millionen Menschen davon abgehalten, jemals wirklich fließend zu sprechen. Heute räumen wir damit auf, eine nach der anderen. Und ich verspreche dir, wenn du am Ende dieses Videos angekommen bist, siehst du dein eigenes Deutschlernen mit völlig anderen Augen. Lüge Nummer 1. Du musst die Grammatik perfekt beherrschen, bevor du überhaupt anfängst zu sprechen. Das ist wahrscheinlich die am weitesten verbreitete und gleichzeitig schädlichste Lüge von allen. Sie klingt so logisch. Erst lernen, dann anwenden, so wie in der Schule. Erst die Theorie, dann die Praxis. Aber Sprachen funktionieren nicht wie Mathematik. Du lernst nicht erst alle Formeln und wendest sie dann fehlerfrei an. Kein einziges Kind auf dieser Welt hat jemals erst die Grammatik gelernt und dann zu sprechen begonnen. Kinder sprechen zuerst falsch, unendlich oft falsch, und die Grammatik setzt sich über Jahre durch tausende Wiederholungen von ganz allein zusammen. Stell dir vor, du wartest darauf, dass sich der Dativ und der Akkusativ endlich richtig anfühlen, bevor du das erste Mal einen ganzen Satz sagst. Das kann Jahre dauern, wenn du niemals sprichst, weil dein Gehirn die Regel nur durch echten Gebrauch wirklich verinnerlicht, nicht durch stille Auswendiglernen. Die Realität ist, du wirst Fehler machen, egal wie viel du vorher lernst. Die Frage ist nur, ob du diese Fehler früh machst, während du noch lernst, oder ob du sie ewig aufschiebst und dabei nie wirklich vorankommst. Perfektion kommt durchs Sprechen, nicht davor. Lüge Nummer 2. Du brauchst unbedingt einen Muttersprachler als Gesprächspartner, sonst kannst du nicht wirklich üben. Ein Muttersprachler ist wertvoll, keine Frage. Aber er ist keine Voraussetzung, um überhaupt anzufangen. Diese Lüge ist besonders gefährlich, weil sie sich wie eine vernünftige Erklärung anfühlt, warum du noch nicht sprichst. Es ist eine perfekte Ausrede. Ich kann ja nicht üben, ich habe niemanden. Aber die Wahrheit ist, du kannst mit dir selbst sprechen, mit anderen Lernenden auf deinem Niveau, mit einer Sprachlern-App, sogar mit deinem eigenen Spiegel. All das trainiert deinen Mund, deine Zunge und dein Gehirn genauso wirksam wie ein echtes Gespräch, zumindest am Anfang. Viele Menschen, die diese Lüge glauben, warten Jahre auf den perfekten Partner, der nie auftaucht, während sie in der Zwischenzeit kein einziges Wort laut aussprechen. Ein echter Partner beschleunigt später nur, was du bereits alleine aufgebaut hast. Er ersetzt niemals den Anfang. Lüge Nummer 3. Wenn du einen Akzent hast, bist du nicht gut genug. Das ist einfach falsch. Und trotzdem glauben so viele Menschen genau das. Ein Akzent ist kein Zeichen von Schwäche oder mangelndem Talent. Er ist ein Zeichen davon, dass du eine weitere Sprache sprichst, was an sich schon eine beeindruckende Leistung ist. Sogar Menschen, die seit 20 oder 30 Jahren fließend Deutsch sprechen, haben oft noch einen hörbaren Akzent. Und das hindert sie nicht daran, verstanden, respektiert und sogar bewundert zu werden. Muttersprachler urteilen viel seltener über deinen Akzent, als du in deinem Kopf befürchtest. Was sie tatsächlich bemerken und schätzen, ist deine Bereitschaft, überhaupt zu sprechen. Ein Akzent erzählt eine Geschichte. Die Geschichte von jemandem, der mutig genug war, eine neue Sprache zu lernen. Das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Lüge Nummer 4. Du bist zu alt, um jemals noch fließend zu werden. Diese Lüge ist besonders gemein, weil sie sich anfühlt wie eine biologische Tatsache,
wie etwas, das du nicht ändern kannst. Aber die Realität sieht anders aus. Ja, Kinder lernen Aussprache oft schneller und mühelos. Aber Erwachsene haben riesige Vorteile, die Kinder nicht haben. Bessere Lernstrategien, mehr Disziplin, ein tieferes Verständnis von Grammatik, Struktur und Zusammenhängen. Erwachsene können bewusst üben, während Kinder nur unbewusst absorbieren. Es gibt unzählige Menschen, die mit 40, 50, sogar 70 Jahren angefangen haben, Deutsch zu lernen und die heute fließend sprechen. Das Alter ist nicht dein wirkliches Limit. Deine Überzeugung, dass es dein Limit ist, das ist dein eigentliches Limit. Lüge Nummer 5. Du musst jeden Tag stundenlang lernen, sonst bringt es nichts. Diese Lüge führt schneller zum Aufgeben als jede andere auf dieser Liste. Menschen starten hochmotiviert, planen 2 Stunden am Tag, halten das eine Woche, vielleicht 2 durch und brechen dann komplett ab, weil es einfach nicht durchzuhalten ist im echten Leben. Die Wahrheit ist, Konsistenz schlägt Intensität. Immer. 10 fokussierte Minuten jeden einzelnen Tag bringen dich langfristig viel weiter als 2 chaotische Stunden, einmal in der Woche, gefolgt von tagelanger Pause. Dein Gehirn braucht Wiederholung über Zeit verteilt, nicht erschöpfende Marathon-Sessions. Kleine tägliche Schritte schlagen große, seltene Anstrengungen, jedes einzelne Mal. Wenn du nur 10 Minuten hast, dann reichen 10 Minuten völlig aus. Siehst du das Muster hinter all diesen 5 Lügen? Jede einzelne gibt dir einen scheinbar guten Grund, nicht anzufangen. Perfektion, ein Partner, ein makelloser Akzent, dein Alter, unendlich viel Zeit. Alles Ausreden, die sich wie echte, unüberwindbare Hindernisse anfühlen, es aber nicht sind. Die Wahrheit ist viel einfacher und gleichzeitig viel unbequemer. Der einzige Weg, wirklich Deutsch zu lernen, ist anzufangen, bevor du dich bereit fühlst mit den Ressourcen, die du gerade hast, in dem Tempo, das für dein Leben funktioniert. Also, ehrlich, welche dieser 5 Lügen hast du geglaubt? Vielleicht sogar mehrere gleichzeitig? Wenn dir dieses Video die Augen geöffnet hat, abonniere Deutsch ohne Angst für mehr ehrliche Tipps zum Deutschlernen. Jede Woche neu. Schreib mir in die Kommentare, welche Lüge dich am längsten zurückgehalten hat. Wir sehen uns im nächsten Video.